Ein Zwergfledermausbaby. Ein Winzling. Gefunden an einer Hauswand im Freien, ohne seine Mama. Stefanie Kruse will das Kleine jetzt aufpäppeln. So, Mäuslein. Stefanie Kruse hat eine private Wildtierstation in Idstein-Kröftl, kümmert sich um viele hilflose Tierbabys. Doch bei der winzigen Fledermaus muss auch sie auf jeden Handgriff aufpassen. So viel geht einem da gar nicht durch den Kopf, weil man so angespannt ist, dass man da wirklich trifft. Da hat man gar keine Zeit nachzudenken. Ansonsten, ich finde die halt schon faszinierend. Ne? Das ist so, auch so klein schon, ne? So ein kleines, perfektes Kerlchen schon. Ne? Seit einigen Tagen lebt das Kleine bei ihr. Ob es überlebt, ist noch nicht ganz sicher. Der ist eigentlich in einer relativ guten Verfassung. Da hoffe ich sehr, dass es klappt. Meistens ist es halt so, dass die teilweise schon wirklich abgemagert sind oder mit Milben kommen oder von der Katze gebracht. Da sind die Chancen nicht so groß. Also insgesamt bei den Fledermäusen, weiß nicht, 50-50 vielleicht, dass es klappt oder auch nicht. Nach dem Essen wird das Baby noch gewogen. So, und sie wiegt 1,57 Gramm. Außer dem Fledermausbaby kümmert sich Stefanie Kruse auch noch um 2 mutterlose Gartenschläferbabys. Die sind jetzt gerade dabei, die Augen aufzumachen. Also sie sind so drei Wochen ungefähr alt. Der eine hat ein Auge, hat er auf. So, hör mal auf zu zappeln und iss was. Auch diese Tiere sind winzig und brauchen oft Nachschub. Die Kleinen, die werden alle 2 Stunden gefüttert. Auch nachts, alle 3 spätestens. Man muss also viel aufstehen, wenn man so kleine Kerle hat. Also ich stehe 2-mal auf, um zu füttern. Das sind die Nächte immer sehr kurz. Und die brauchen es halt regelmäßig warm. Also es ist halt wirklich so eine Regelmäßigkeit, die man auch gewährleisten muss. Sich zu kümmern ist eine Verpflichtung, findet sie. Ich finde halt einfach auch, wir sind es den Tieren so ein bisschen schuldig. Es wird ja oft abgetan, wenn irgendwo ein verletztes Tier liegt, das ist Natur. Es ist aber heutzutage so, dass die Tiere eigentlich alle durch Menschen überhaupt Probleme erstmal bekommen. Ne? Die kommen wegen der Haustiere, weil sie von Katzen gebracht werden, weil Bäume gefällt werden, weil sie gegen Glasfassaden fliegen. Und das sind halt alles keine natürlichen Probleme, das sind menschengemachte Probleme. Und ich finde einfach, wir haben da eine Verpflichtung, dann auch entsprechend wieder was gut zu machen. Gerade bekommen viele Tiere ihre Junge. Viele Menschen, die hilflosen Tieren helfen wollen, meinen es gut, machen aber oft etwas falsch. Der Hauptfehler ist immer, dass die Leute meinen, sie müssen es selbst versuchen. Also Hauptfehler ist immer, das Tier braucht Wasser, das Tier braucht zu fressen und das Tier braucht ständig schnell irgendeine Versorgung. Und dann wird gegoogelt und es steht immer sehr viel im World Wide Web, aber da steht halt auch leider ganz viel Mist. Es ist einfach total wichtig, sich gleich jemand Fachkundiges zu suchen. Ne? Sofort anzurufen bei einer Wildtierstation, bei einer Pflegestelle, sich Anleitung geben lassen, den Zustand einschätzen lassen, ne? Weil mir bringt es nichts, wenn ich versuche, ein Tier zurückzuführen zur Mutter und das Tier hat einen gebrochenen Flügel oder ist übersät mit Milben oder es ist fast verhungert, dann brauche ich das gar nicht zu versuchen. Die Saison hat gerade angefangen. Stefanie Kruse hat momentan noch 5 weitere kleine Gartenschläfer da und noch ein paar, die ein kleines bisschen größer sind. Die Tiere sollen am Ende alle ausgewildert werden. Das ist das Ziel, auch bei der kleinen Fledermaus. Bis es soweit ist, muss das winzige Fledermausbaby aber noch ein bisschen größer werden.